Heute mal alles in Gelb-Gold. Der Griff in Golden, die Matte in Gelb, das Licht, ein Mix aus beidem. Und mit einem Griff von, keine Ahnung woher der ist, hat so ein bisschen LGT-Maße, hat aber nicht die bekannten Schrauben überall. Und ja, mit diesem Fragezeichen von einem Griff starten wir mal ins Video. Sehen wir uns den mal an. Also von außen erstmal. Wir haben hier ein kleines Schräublein, das hält irgendwas fest. Hier oben haben wir Schräubchen, die die Klinge am Ende festhalten sollen. Wir haben hier Platz für einen Button. Hier kommt die Klinge am Ende rein und der Griff lässt sich teilen also der kam bei mir leer an, in 3 Teile. Einmal kann man den Knauf abdrehen, den unteren Teil des Griffes und den oberen. So, der Griff ist mittlerweile auch schon voll installiert. Wir gucken uns jetzt aber erstmal hier die Beschaffenheit des Griffes selber an. Sicher auch kein LGT, aber ich weiß nicht, irgendwie komisch. Oder der wurde noch bearbeitet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krasse Details hier drauf, richtig eingearbeitet. Also das ist hier nicht, ich weiß nicht, wie man das macht, keine Ahnung. Also das ist richtig, vielleicht gegossen oder so. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier nicht einfach irgendwie drauf gepinselt oder so, das ist hier ein Relief. Also das hat hier richtig Tiefe und Höhe und wie auch immer. Sehr, sehr detailliert. Hier, so sieht man es am besten noch. Ja, mal was anderes, ne? Also ist jetzt kein Heldengriff oder so, ist wirklich ein Custom-Griff. Hier bei dem Button, den ich installiert habe, ich habe halt keine goldenen Griffe. Da muss man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was tun mit ein bisschen Spray und so. Und dann sieht das passend aus. Ein bisschen Gold drauf, ein bisschen abnutzen und dann passt die Geschichte. Ja, wie gesagt, mal was ganz anderes. So, wir gucken uns jetzt aber an, was ich hier verbaut habe. Und zwar, jetzt überlege ich, wie ich den Griff am besten teile. Am besten öffnet man ihn hier unter. Ich habe hier unten, ich habe ein herausnehmbares Chassis hier designt. So, einmal weg damit. Der obere Teil, ja, das machen wir auch. Fangen wir oben an, der langweilige Teil. Das kann ich auch nicht rausholen, das ist fix. Der obere Teil, hier haben wir das Multi-Pin-PCB mit den Pogo-Pins. Dann guckt hier natürlich der Taster rein und hier oben haben wir das NeoPixel-PCB. Gehalten wird das wiederum von dieser Schraube hier und da wackelt nichts, also da muss man keine Sorgen haben. Das kommt jetzt mal weg. So, trete ich hier wieder gegen die Kamera. Hier haben wir noch ohne Batterie das Chassis. So, warum ist noch keine Batterie drin? Weil ich diesmal was versuchen wollte. Und zwar habe ich hier das Batteriefach und habe den Kabelstrang diesmal nicht hier oben lang laufen lassen. Das hat auch einen Grund, weil ich nämlich hier keinen Platz hatte, um die Kabel dann wieder nach unten laufen zu lassen. Deswegen laufen die Kabel von hier hinten laufen hier seitlich. Deswegen hatte ich hier ganz viel Material. Und mit ganz viel Material kann man mal versuchen, auch irgendwie was zu schaffen. Und ich habe dann hier praktisch eine Nut eingearbeitet und ja, hier sehe ich auch schon, hier muss ich das doppelseitige Klebeband erneuern. Und auf der anderen Seite auch. Hier habe ich noch die Kabel abgedeckt. Und ich dachte mir, ja, probier doch mal aus, dass ich den Akku von unten beleuchte. Das sehen wir dann gleich, ob das mit Erfolg gekrönt war oder nicht. Und hier oben dann nochmal von außen hin eine schöne LED-Leiste. Dann auf Wunsch wieder das Cover, um das Profiboard abzudecken. Sieht auch wirklich immer passender, immer stimmiger aus. Passt wunderbar. Und ja, gefällt mir selber sehr gut. Wir haben hier einen 24 mm Speaker, einen Killswitch, um den Strom zu kappen. Hier das Gegenstück vom Multipin-PCB, das Profi, wie schon gesagt. Und ja, mehr Technik ist hier jetzt gar nicht verbaut. Und dann schauen wir mal, was hier so passiert, wenn ich hier ein bisschen Strom beigebe. So, hier habe ich den Stripe. Der geht jetzt einmal hin und her und der wandert hier runter bis hinter den Akku. Und wir sehen wenig Licht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, als das passiert ist. Ist jetzt nicht schlimm, dass es da ist, um Gottes Willen. Also muss man jetzt nicht wegmachen, nur weil es wenig ist. Aber da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Aber das kann auch daran liegen, oder ich wüsste direkt, wie man es verbessern könnte beim nächsten Mal, dass man hier
radial einfach nochmal ein paar Nuten einarbeitet, sodass das Licht nicht direkt hier ankommt und nirgendwo Platz hat zu entweichen, sondern halt auch ein bisschen seitlich. Aber mal schauen. So, wichtiger ist hier oben. Wenn man jetzt nicht mehr möchte, dass der ganze Stripe beleuchtet wird, dann macht man hier einfach, arbeitet man hier mit Subblades, zählt die LEDs hier oben, zählt die da unten und macht daraus zwei Klingen im Grunde und kann den anderen auch stilllegen, wenn man das möchte. Und so, hier wechselt es jetzt schön die Farbe. So, ohne Buttons ist es schwierig, den Font zu ändern. Das versuche ich jetzt mal gerade. Kleiner Cut. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt einfach nur, also ich habe hier ein bisschen rumgespielt, um die Styles hier auch zu testen, um die Stripes zu testen, dass die auch richtig angesteuert werden. Hier haben wir jetzt ein pulsierendes Blau und wenn ich den Griff anmache, habe ich nicht einfach nur ein Grün. Das ist der Spannungsmesser im Grunde meines Akkus. Der sagt mir, wie viel, oder nicht Spannungsmesser, die Kapazitätmesser. Der sagt mir, wie voll mein Akku noch ist. Wenn ich über 90% bin, ist das Ding grün. Und je weniger Saft mein Akku hat, desto gelber, oranger, roter wird der. Also eine Live-Anzeige meines Akkus, wenn man so will. Sowas kann man einfach da in die Styles halt einprogrammieren, damit einem sowas angezeigt wird. Das ist ganz interessant, ganz praktisch. Und jetzt wollen wir aber hören, wie das Ganze sich anhört, weil im Griff, denn wir haben hier nur einen 24 mm Speaker, die sind nicht unbedingt die besten, aber ich glaube, ihr Ruf ist schlechter, als dass sie es tatsächlich sind. Einen Moment. So, rein mit dem Chassis. Zudrehen. Und dann wollen wir mal hören, wie sich der Griff so schlägt. Und in meinen Ohren hört sich das richtig gut an. Das ist mindestens eine 8. Sehr, sehr cool. Ich habe den Schwellenwert auf 2000 gelegt und dafür gibt er ordentlich Lärm ab. Und ich habe ihn noch nicht hochgestellt. Also da geht eigentlich noch was. So, da muss ich mal kurz googeln, beziehungsweise in den Prop-Files nachgucken, wie man das Ding gemutet startet. Einmal klicken, einmal lang. Jawohl, funktioniert. Also, einen Griff mit einem Button habe ich jetzt auch nicht alle Tage, deswegen kenne ich auch nicht immer alle auswendig, aber ich weiß, wo ich nachschlagen kann, um das nochmal nachzugucken. Im Grunde ist dieser Griff von der Installation her sehr einfach, wenn man das Chassis langweilig halten will. Ich wollte mir wieder ein bisschen Mühe geben mit dem Cover, mit den LEDs da drauf. Das Ganze ist halt wieder so eine Designkiste. Das war eigentlich das, was am meisten auffällt. Also so ein Chassis ist schnell installiert eigentlich. Einen Tag oder einen Abend und wenn es dazwischen kommt, dann wirklich auch nur einen Abend und nicht zwei, wie in dem Fall. Das geht recht zügig. Aber eben diese Designs da einzuarbeiten und ich will jetzt nicht sagen, dass mein Chassis irgendwie top-notch ist und hier Benchmark für irgendwelche Designs oder sowas, gar nicht. Aber allein mir fällt es immer mal wieder schwer, solche Verzierungen oder Schnörkeleien da einzuarbeiten. Das ist nicht meine Stärke, das können andere viel besser. Siehe Goth 3D, was die da zaubern, das ist einfach der absolute Wahnsinn mit ihren Master-Chassis. Aber so ein paar Sachen fallen mir auch hin und wieder ein und Hauptsache, der Kunde ist am Ende zufrieden. Das Unboxing des Griffes könnt ihr dann bei Einfach Licht TV ansehen auf YouTube. Schaut da auch gerne mal rein und lasst ein Like und ein Abo da. Sowieso auch gern bei mir, wenn ihr schon mal dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.